Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir befinden uns immer noch in Amorica Village an diesem wunderschönen Fleckchen, haben beim letzten Mal mit der Erkundung hier ein bisschen, sind mit der Erkundung ein bisschen fortgefahren, haben mit allen gesprochen, haben ein bisschen was über den hiesigen Angriff erfahren und sind mit der Investigation noch nicht ganz durch. Unser nächstes Ziel lautet im Inn mal vorbeizuschauen, weil es dort den einen oder anderen Hinweisgeber noch geben soll, der uns mehr zu den Divine Wolves, glaube ich, erzählen soll, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ist heute neue Aufnahmesession und so. Myria. Farm work requires love and dedication. We make sure to treat every single crop like it was a child of ours. When our fields were hit by the attack, I'm sure you can imagine how much that hurt the village, right? Naja, der Chef, der hat aber gesagt, dass sich die Schäden eigentlich in Grenzen gehalten haben. Aber sie meint wahrscheinlich den emotionalen Schaden, der hier angerichtet wurde. Our little crops that we worked so hard to raise destroyed. To us it was like finding out our very own children had gotten hurt. Ja, ich glaube, sie meint eine andere Ebene. Letzten Endes. Aber gut, da werden wir heute sicherlich noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ich hoffe, dass wir mit noch präziseren Informationen heute Amorica Village wieder den Rücken kehren können. Wobei ich ehrlich gesagt gar keinen Bock auf Crossspell habe. Ich würde lieber noch eine Weile hier bleiben. The morning after the incident, I found my truck covered head to toe in these ugly scratches. Goddess, it drives me up the damned wall every time I think about it. This here truck's crucial to the village's business. Whoever did this has hell to pay. Anyway, these scratch marks definitely came from some kind of canine. Sorry, I had to control my accent whenever I get overexcited. Why was I born that way? It never happens to my sister Miria. Ja, mit ihr haben wir gerade gesprochen. Die tickt da ein bisschen anders, aber ich finde beide Reaktionen völlig legitim. Der eine ein bisschen impulsiver, die andere ein bisschen nachdenklicher. Da ist ja jeder Mensch halt ein bisschen anders, ne? Also ich wäre wahrscheinlich eher so sein Typ. Ich würde das einfach nur wütend machen und ich würde das wahrscheinlich auch ungefiltert nach außen tragen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Hey, you want to know about the night those wolves attacked? Well, I know it's been about 3 weeks since then. Sorry, I don't remember much more than that. You want to know about the night? Ich weiß nicht mehr, ob ich mit ihr beim letzten Mal gesprochen habe, aber ich glaube, auf der Seite hatten wir eigentlich alle, nur die kann man relativ einfach übersehen. So, dann würde ich mal sagen, lasst uns ins Inn aufbrechen. Obwohl, warte mal, ich habe noch einen Hinweis bekommen, nämlich von Zillo. Zillo meinte, ich sollte einmal den Schild lesen oder das Schild, in dem Fall ist es, glaube ich, das Schild, das im Inn hängt, wo es das Rezept gegeben hatte. Das habe ich aber in Eigenregie beim letzten Mal schon gefunden und es hieß, ich soll mit dem alten Mann im General Store sprechen und auch das haben wir beim letzten Mal getan. Insofern ist hier wahrscheinlich alles erledigt, was erledigt werden sollte und erledigt werden kann. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob wir von dem alten Mann noch irgendwas bekommen haben, was den Aufwand wert gewesen wäre. Vermutlich schon. Ich kann mich nur noch an das Recipe erinnern, was wir hier zu meiner Überraschung dann irgendwann bekommen haben, als ich einfach nur so ein olles Schild inspiziert habe. So, wo ist denn jetzt hier der Ansprechpartner, der uns tatsächlich weiterbringen soll? Die sind halt in der Karte nicht eingezeichnet, ne? Da würde ich gerne als letztes hin. Ich fange mal hier in den Nebenräumen an. Big bad wolf sneaking into the village, something that crazy would never happen in Crossbell City. This entire situation sucks. Why the heck would my mom want to move to a place like this? Big Bad Wolves, es kommt mir sehr bekannt vor inhaltlich. Kann es sein, dass sich hier die Texte nicht verändert haben? The recent attack gave me quite a scare, considering how peaceful it was that night. I could hardly believe my eyes. I know we're living out in the countryside, but it's still a bit unnerving to see monsters wander into civilized areas. Tja, the recent attack gave me quite a scare. Vielleicht ist das gut für den Kleinen, wenn sich die Mutti das jetzt nach den jüngsten Angriffen doch nochmal überlegt und vielleicht einen Rückzieher machen wird. Wir werden es erfahren, höchstwahrscheinlich irgendwann. Man begleitet ja hier gefühlt jeden NPC ein bisschen länger. Ich wusste es, denn die Person stand hier beim letzten Mal noch nicht im Raum. Und das ist der Typ, der beim Chief war. Also, ja, eigentlich hätte ich erstmal unten gucken müssen, egal. Beim letzten Mal war nämlich das Zimmer hier leer, als ich hier reingelatscht bin. Aren't you... Oh, it's you.
You're a trader from Crossbear City, aren't you? That's right. I suppose Chief Tota must have told you. Ja, deswegen heißt er auch Tota. It's a pleasure to make your acquaintance. I'm Harold Hayworth. I run a small trading company out of Crossbear City. Did the four of you come here as buyers too? Nee, eigentlich wollten wir dich nur überfallen. No, actually komm, sag's. Okay. The SSS introduced themselves and explained the reason they came to Amorica village. Oh, you're with the CPD? My apologies for the misunderstanding. The Special Support Section, though. Why does that name sound so familiar? Oh, of course, the Crossbell Times. Oh Gott, ey, alle kennen uns aus dieser Zeitung. I take it you read that article on us? Please try not to let that influence your opinion of us. There's no need to be embarrassed. All I see is a group of individuals who are working hard in a newly formed division of the CPD. Sure, that article may not have been the most flattering, but to be honest, I thought it genuinely tried to paint your efforts as earnest. Do you really think so? Ich finde, er liest das sehr positiv zu unseren Gunsten, aber ich gehe da nicht mit. I suppose it could be interpreted like that from a more optimistic perspective. Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Well, maybe knowing the author just made us assume the worst. Anyway, you mentioned wolf-like monsters. I've heard talk of a similar incident that took place over at St. Ursula Medical College. It's worrisome to think this is happening all over. Do you do business with St. Ursula too, Mr. Hayworth? Yes, I do. You see, I wholesale medical supplies to them every so often. Rumor has it that someone there was injured during the attack. Also, wasn't there some damage over in that mining town, Mines too? Oh mein Gott, alles Orte, wo wir hoffentlich bald hin müssen. Unfortunately so, the Guardian Force is conducting a search there as we speak. That's reassuring, at least. Perhaps I should pay Mines a visit as well. By the way, Mr. Hayward, something has me curious. We heard you gave the village a very generous offer on the goods you came here to buy today. Did Chief Tota tell you that too? I assure you it wasn't an act of charity or anything of the sort. Amorica's specialty items, especially the honey, received glowing reviews these past few months. I simply wanted to use the opportunity to leave a nice impression on the people here. It's just good business after all. Pretty shrewd, I'll give you that. I believe I understand now. As they say, trust is the foundation of business. If that's the case, you must be running a smooth operation. Oh no, I still have a lot to learn about business. Also, allow me to apologize. I sincerely wish I had more useful information to give you. No, please don't let that bother you. After all, we should be the ones apologizing, taking up all your time like this. Not at all. Best of luck to you all with your investigation. Aha. Irgendwie endete dieses Gespräch relativ abrupt. Ich hatte das Gefühl, dass wir eigentlich noch mittendrin waren. I'm sorry that I can't be of any help to you all. I wasn't near the area where the damages occurred. If these attacks continue throughout Crossbell, I imagine most of the public will be on edge. Please continue to do your best in your investigation special support section. You have my full support. I'm sure that your investigation will clear the fog surrounding these attacks. I have faith in you four. Continue to work hard in your investigation. You will have my full support. Ich weiß nicht, ob der so vertrauenswürdig ist. Ich meine, der hat uns ja jetzt noch ein paar Hints gegeben. Vielleicht habe ich dem auch Unrecht getan. Ich wollte nur beim letzten Mal unbedingt jemanden beschuldigen. Und das ist eigentlich das, was so eine richtige Abart beim Typus Mensch ist, immer jemanden finden zu wollen, ne? Aber im Real Life habe ich diese Ambition nicht. Nur im Videospiel, da will ich halt schnell diese Fälle lösen, die wir hier offen haben. Ich wäre kein guter Polizeikommissar oder wie die Leute da heißen. Mr. Hayward told us that he's going to be heading home soon. Don't you just love him? He's so kind, genuine and handsome. Can you believe he's married? He even has a kid. Oh, I am so jealous of his wife. Ja, das wissen wir, weil der hat sich mit dem Chief beim letzten Mal so verabschiedet, dass der Chief dem gesagt hat, er soll beim nächsten Mal seine Familie mitbringen. If you're looking for Mr. Hayward, he's up on the second floor. I hope he comes back soon. Scheint auf jeden Fall einige Anhänger zu haben, wie es aussieht.
Nee, also so Polizei, Ermittlungs-, Kriminaldingsarbeit und so, das wäre schon allein deshalb nichts für mich, weil ich viel zu ungeduldig bin und du ja für manche Fälle Monate, wenn nicht sogar Jahre ausharren musst, bis da irgendwann mal Bewegung reinkommt und dafür bin ich zu ungeduldig. You want information on those wolves? Well, the fields that I'm in charge of were damaged a little bit, so that wasn't great. Bear in mind, no one actually saw the beast, so they might be smarter than we think. The fields that I'm in charge of were damaged. It was definitely a challenge to get everything back in working order. Ich dachte, der würde sich wiederholen, aber nix da. Kommt hier einfach mal eiskalt was Neues bei rum. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ja, ich wollte gerade völlig hirnrissig behaupten, dass es sich vielleicht ja um Geisterwölfe handelte. Vielleicht sieht das menschliche Auge die auch gar nicht. Oh, Alfred. Der manscht irgendwas, obwohl nichts vor ihm liegt. Your omelette rice is the real deal, KAUFEN. If I could have a plate of this on my deathbed, I could die happy. Glad to hear my laboring in the kitchen is well worth the effort. Excuse us, sorry to interrupt. Dann ist er unser eigentliches Ziel gewesen, ne? Und nicht der Hayworth da oben. Can I help you? Yes, actually, you see, we're from the Crossbell Police Department. We were curious to know if you had any details regarding the wolf attack. Can you remember anything at all? That incident 3 weeks ago, you mean? From what I recall, everyone had worked pretty early the next day, so we were all asleep by that time. It was like the monsters appeared at the perfect time to strike. Talk about an unlucky break, I'm afraid that's all I can really share with you. That's about all I'd be able to tell you too. Most of the guests I've talked to didn't see anything either. That's unfortunate. And here I was hoping for some solid evidence right off the bat. Well, that's how investigations go. Answers only show up when you're patient and steadily gather information. Das Thema hatten wir gerade. That may be, but do you think we can take a break? My stomach is going to implode. Oh. Das kann hier natürlich der Gastronom nicht zulassen, ne? Oh, you folks haven't eaten yet? This is the perfect opportunity to get you four hooked on our in-specialty omelette rice on the house. Oh no, that's not necessary, sir. Warum nicht? Hallo Leute, nimm doch mal an. Nonsense, just think of it as my way of welcoming some new friends. Or just think of it as a marketing tactic. Next time you visit America Village, come stop by the Ash Tree Inn for lunch. Can't refuse that generosity, can we? Lloyd, we might as well take him up on his kind offer if that's the case. I second that notion. Well, okay, I guess. We'd love some omelette rice. Good deal. Why don't you folks find yourselves an empty table while I whip up your meal? Ah, Hunger, Hunger, Hunger. In only a few minutes, 4 steaming plates of omelette rice were brought to Lloyd's table. The SSS, after demolishing the deliciously simple meal, felt completely recovered from their long hike to America Village. Ich mochte die Reise sehr hierhin. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieser Teil des Spiels, und ich hoffe, da werden noch viele weitere kommen. Aber ich bin auch immer noch froh, dass wir aus Crossbell raus sind. Irgendwie hat das Eindruck hinterlassen, die Stadt ist einfach zu groß für mich. The day before the attack, everyone in the village went to sleep early because we had to wake up at dawn for work. It was like the monsters appeared at the perfect time to strike. Talk about an unlucky break. I'm afraid that's all I can really share with you. Ja, ist auch okay. Wir haben ja jetzt auch ein paar Hints durch Hayworth bekommen. Ich hoffe, wir können jetzt auch die anderen Orte nach und nach besuchen. Wir haben auch noch eine Mission bei Oscar offen. Most people who tend to the fields come back during lunchtime. I can say that business is booming, but we manage. I'm just happy to keep this place running for my regulars. Mr. Hayworth usually spends the night here when he's in town, you know. I consider him a regular, so I toss him something free of charge every now and then. Also ich meine, das spricht für dich, Gofan, wenn du dann allen irgendwie immer mal wieder was umsonst hinterher schmeißt. Aber wenn das Geschäft jetzt nur so semi-gut läuft, dann ist das vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg, um die Zahlen wieder ins Grüne zu bringen. Aber musst du wissen.
Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum die Leute überhaupt herkommen, weil die das so an ihm schätzen. Kann natürlich auch sein. Okay. Also eigentlich war das ja gerade ein Hauptstory-Gespräch, ne? Aber zumindest die Leute, die sich hier drin befinden, sagen immer noch das Gleiche. Und hier wiederholt er sich auch. Okay, dann ist jetzt die große Frage. Vielleicht werden sich meine Leute auch nochmal miteinander unterhalten, wenn wir die Stadt verlassen. Aber wo geht es dann als nächstes hin? Machen wir erstmal wieder einen Zwischenstopp in der City von Crossbell oder geht's direkt ohne Umschweife weiter? Oops, we still haven't talked to all the villagers. That's sort of the reason why we're here, was? With luck, someone will know something about the monsters. Was? Okay, das überrascht mich gerade sehr, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit allen gesprochen habe. Muss ich vielleicht nochmal zum Chief? Oder muss ich im Inn nochmal mit jemandem sprechen? Aber da komme ich ja gerade her. Da war das obere Zimmer auf der 2. Etage war nicht belegt. Ich gucke mal nochmal, ob er was Neues sagt. Nee, ich glaube, das kennen wir schon. Nee, das überrascht mich. Warte mal. Man kann sich hier nirgendwo anzeigen lassen, was das nächste Ziel ist, ne? Irgendwie in den Menüs oder so. Oder man muss, nachdem man jetzt mit Hayworth und mit Alfred, hieß der andere, glaube ich, gesprochen hat, jetzt mit jemandem sprechen, der was Neues sagt und, ja, man muss einfach nur die Reihenfolge einhalten oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber da fühle ich mich gerade ein bisschen in meiner Gründlichkeit irritiert. Oder habe ich beim letzten Mal irgendeinen NPC ausgelassen und die Trennlinie einfach nicht richtig gezogen? Ich habe ja gesagt, ich wollte unten noch mit allen sprechen, aber das haben wir eigentlich gemacht. Das hier kennen wir, Camille, das weiß ich noch. Camille und Pulli. Also ich schätze mal, wenn ich jetzt bei der richtigen Person bin, dann wird die Kamera wieder so komisch ranzoomen. Aber das ist echt sehr merkwürdig. Also es wurde ja auch niemand explizit jetzt aus dem Dorf benannt. To all the villagers. Also muss ja auch jemand sein, der auskunftsfähig ist. Warte mal, ich gehe mal nochmal zu ihr hin. Und gucke, ob hier vielleicht irgendwas Neues passiert. Nee. Myriad immer noch die gleichen Themen. Vielleicht habe ich auch irgendwo eine NPC übersehen. Vielleicht krauchelt hier irgendwo einer rum, der mir durch die Fittiche gegangen ist. Sagt man das so? So, warte mal, ich probiere es mal noch mit ihr. Genau, das hat sie uns vor ein paar Minuten auch schon erzählt. Ich bin ein bisschen irritiert. Es klingt für mich so, als müssten wir hier irgendjemanden finden. Okay, pass mal auf. Ich mache jetzt nochmal mit allen hier einmal die Runde und gucke, ob sich hier irgendwas tut. Aber eigentlich ergibt das im Inn nicht wirklich Sinn. Das hat sich gereimt. Weil, also außer jetzt hier bei Mutter und Kind, außer da ist jetzt irgendwas Neues. Weil mit denen habe ich jetzt noch nicht gesprochen, nachdem ich bei Hayworth und Alfred gewesen bin. Ich muss gleich nochmal gucken, ob der wirklich Alfred heißt. Ist das hier neu? If these attacks continue throughout Crossbell, I imagine most of the public will be on edge. Please continue to do your best in your investigation. You have my full support. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass hier der Text sich ein bisschen verändert hat. Hä? Was zur Hölle soll ich denn jetzt tun? Mit wem soll ich noch sprechen? Warte mal, was ist denn da hinten noch für eine Bude? Da war doch nur die Kiste drin, oder? Oder? Ach nee, warte, mit ihm habe ich noch nicht gesprochen. Also, seit ich jetzt hier im Inn gewesen bin. Aber auch das scheint mir alles nicht unbedingt neu zu sein. Oder ich muss nicht mit jemandem sprechen, sondern mit irgendwas interagieren, was jetzt neue Ereignisse auslöst. Sowas hatte ich ja, glaube ich, bisher auch noch nicht. So, warte mal, ich gehe nochmal hier gucken. Und dann schauen wir nochmal im Store. Ach nee, bei ihm war ich schon. Mit Donald habe ich schon gesprochen. Da bin ich vorhin reingelatscht. Aber nicht nochmal in den Shop. Vielleicht war das der Hinweis bezüglich des Old Mans, der hier relevant wird. Oh, ich dachte, weil die Ladezeit gerade ein bisschen länger zu sein schien. Huh? The attack 3 weeks ago? You mean that one everyone's been making a big deal about?
Der war beim letzten Mal schon so ein bisschen auffällig, weil der das alles so ein bisschen klein geredet hat. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Das ist sehr Trades untypisch, dass ich so gar keinen Plan habe. Den. Er ist derjenige. Krass, wie oft bin ich heute an dem vorbeigelaufen? Gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber die habe ich auch irgendwie gar nicht so wirklich gesehen. Such a nice day out. Aha. All you guys here to do a little fishing too? Endlich, gib uns eine Angel. Not exactly, we're officers from the Crosswell Police Department. We're here to investigate the monster attack that took place roughly 3 weeks ago. You don't strike me as Armorican, but if you know anything about it, anything at all, please do tell us. Oh, so that's what you're here for? If memory serves me right, I was trying to catch a python head around then, so I wasn't actually in the village. You can bet your horses I heard the stories afterwards, though. I see. Well, thank you for letting us have a moment of your time. We'll just have to find leads elsewhere. Sorry I couldn't be more helpful. But man, you all have to travel all the way out here for police stuff. Not gonna lie, that sounds rough. Naja, wenn wir unsere Busse erwischen würden, dann wäre das gar nicht so rough. Außerdem werden wir dadurch nur stärker. Oh, that reminds me, you guys happen to fish? Noch nicht. A day as beautiful as this comes once in a blue moon. Would be a shame if you weren't able to kick back and enjoy the sun for a bit. Yes, endlich, es ist soweit. Received Earthworm 10 Mal und Dumplings. Geil. Oh, I can't forget about this either. Fishing Notebook, stimmt, da war ja was. This notebook is an angler's best friend. You can use it to record every detail about every catch, from color to size. Are you sure this is okay? It's like you're giving us an entire starting kit. No worries. I'm a part of the Fisherman's Guild. Our whole mission is to promote the culture and magnificence of fishing. It's common practice for us to have a few beginner sets on hand in case we run into someone interested in fishing. We stopped by their building before. I think I have a better idea of what they do now after meeting this guy. Hey, this is a stroke of luck. Now we've got a nice hobby we can do between jobs or something. Right, while one of us, not me, fishes, the rest can take the chance to rest. Rest is a necessity, you know. Wir werden uns schon irgendwie einig. From what you're saying, I'm guessing you two are still tired from the walk here. Now that I think about it, the last time I fished was when Guy first taught me. Once Guy joined the police, we never had much time to go, but maybe I should try to get back into it. If you're itching to try it out, there's a pretty nice fishing spot in Armorica. Nämlich genau der, wo du gerade stehst. Ach nee, da hinten der. Und dort, wo wir beim letzten Mal Pause gemacht haben, oder in der vorletzten Folge, ich weiß nicht mehr, da gab es auch einen Fishing-Spot. See that little jetty over there? Cast your line round there and you'll get bites in no time. I appreciate the advice, thanks for everything. A ripple on the water surface indicates a prime spot for fishing. After interacting with the fishing spot and selecting the proper rod and bait, Lloyd will cast his line. When the Ausrufezeichen mark pops up, quickly press a button to reel in Lloyd's catch. Be careful, the fish can get away with the bait. Information regarding caught fish is recorded in the fishing notebook, so give it a look. Das machen wir aber erst, wenn wir unseren ersten Fisch gefangen haben. Armorica Village has a ton of real good fishing spots, so me and my buddies come out here often. Plus they got a really nice inn. So I take it you're a regular? You got that right. Hard to beat a place as comfortable and quiet as Armorica. By the way, you can find the Fisherman's Guild on East Street. Das wissen wir schon, da sind wir Stammgast. If you're in the area, make sure to stop by for a minute. Ja. Machen wir. Mal gucken, ob wir vielleicht anders empfangen werden, jetzt wo wir im Besitz einer Angel sind und vielleicht auch schon erste Angelerfolge vorweisen können. So, aber erstmal gucken, wie weit wir hier kommen. Sorry, Armorican Carp, but you're about to get schooled. Ich hab voll Angst. Ich muss aber einfach nur X drücken, um die wieder rauszuziehen, oder? Novice Rod. A cheap, adjustable, all-purpose tackle that is easy to use. Please enjoy freshwater fishing. Dankeschön. Which bait will you attach? Wir nehmen mal die hier. A creature that lives underground, squiggles and squirms grotesquely, but fish love them.
Krieg ich voll Mitleid, wenn das so beschrieben wird. Fishing bait made from grinding vegetables into paste for various types of carp. So, ich fange mal hiermit an. So, wo genau taucht das Ausrufezeichen auf? Über seinem Kopf? Oder über dem Wasser? It got away. Warum? Das ist ja scheiße. Warte, ich mach nochmal. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu spät gedrückt. Ja, ich habe zu spät gedrückt. Das war auf jeden Fall die richtige Taste. Ich habe einen Rock Eater gefangen. Ja, nice. Und ein paar Earth Zappit. Okay, ich guck mal, ob es hier noch irgendwas anderes zu fangen gibt mit diesem Köder. Und dann werde ich wahrscheinlich testweise im Anschluss mal den anderen ausprobieren. Es ist auf jeden Fall deutlich weniger stressig hier mit dem Angeln als noch in Cold Steel. So, ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, wo ich das hier gegebenenfalls nachkaufen kann. Also bestimmt in Crossbear City in der Fisherman's Guild. Armorican Carp, da haben wir es auch schon. Tender Whitefish. Boah, ist jetzt die Frage. Ich bin halt nicht so krass überbevorratet. Deswegen würde ich es, glaube ich, bei einer Angelsession pro Spot erstmal lassen. Ich könnte ja theoretisch links und rechts mal gucken. Hier im General Store zum Beispiel. Kann ich da eventuell neues Angelzeug kaufen? Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier in den Shop rein. So, das Ding habe ich einmal gekauft. Das muss ich noch platzieren. Ich habe auch den Kommentaren inzwischen entnehmen können, dass das die Bonding-Werte erhöht, wenn man Zeug für seine Leute kauft und das dann aber auch hinplatzieren muss. Also bei uns im Inventar bringt das herzlich wenig, wenn es da vor sich hin versauerte. Was habe ich denn jetzt gemacht? I believe this should conclude our investigation here. I agree. Shame we didn't really learn anything new. Doch, wir haben gelernt, wie man angelt. Eyewitness testimonies aside, I was positive we'd find someone who at least heard a wolf howling or something. It is strange. Anyway, I think we've covered just about everything we can here. Next up is St. Ursula Medical College. We'll have to head back to the city first. Entschuldigung. Ich wusste es. Dass wir nochmal nach Crossbear müssen. Sounds good to me. Though I can't say I'm eager to make the trek all the way back there. Echt, ich habe darauf eigentlich schon ein bisschen Bock. Me neither. It is not worth the trouble or pain. You heard the ladies, Lloyd. Loud and clear. Let's go check when the next bus arrives at the bus stop. Das machen wir. Ja, man muss aber auch sagen, natürlich ist es auch nicht so spannend, wenn schon alle Kisten und so geöffnet sind, ne? Und wenn du auch alle Gegner kennst. Wobei für mich war so der große Spannungspunkt auch, ob nochmal so ein Frosch auftauchen würde. Das war ja durchaus ein spannender Aha-Moment auf dem Weg hierhin. So you haven't figured anything out yet. Well, it did happen nearly 3 weeks ago. I can't blame you for having trouble. If there have been attacks outside Amorica Village, the culprits may possess some level of intelligence. Sagen die jetzt ernsthaft alle nochmal was Neues? Oh, and don't let the legend about the divine wolves bother you. That's all it is, a mere legend. Don't let everything we talked about throw you off course. Na, das sowieso nicht. Unser Ziel verlieren wir nicht aus den Augen. Wir wollen nur alle Eventualitäten berücksichtigen. Und da zählt eben auch diese Legende mit dazu. So, hello. The attack was quite disturbing for most of the villagers. Something like this almost never happens in Amorica Village, so I can't fault them. The attack was quite disturbing. So, warte mal, am besten kann ich mir das eigentlich beantworten. Also ob jetzt alle nochmal was Neues sagen, wenn ich einfach ins Inn gehe, weil da weiß ich ja noch, was die Leute mir zuletzt gesagt haben. Wobei bei ihr weiß ich das auch noch. Oh, you four must have come from Crossbear City. Die sagen tatsächlich alle was Neues. You guys have a fisherman's guild there, right? Must be nice having one within walking distance. Naja, das ist aber schon eine sehr weite walking distance, je nachdem, wo man da wohnt. Oh, being a part of the Fisherman's Guild sure sounds nice. I bet they spend every day fishing all over Crossbear. Honestly, it's hard not to feel jealous. Dann komm uns doch mal besuchen. Da gibt es auch einige Angelspots, wobei ich mich jetzt gerade nur an den am Leuchtturm da erinnern kann, im Harbor District.
I feel like every time I work, Alfred and Keith are here too. If they love this place so much, they might as well order meals one after the other, right? Vielleicht sind sie ja nur wegen dir hier. I guess business isn't too crazy during the day that them loitering is that big a deal, but they still out to order something. We don't make a living off anyone loitering, you know. Tja, das musst du dann denen sagen und nicht mir. Also wenn du dich bei mir ausheulst, dann wird sich daran nichts ändern. With Sully working here and KAUFEN's top-notch cooking, this inn has cemented itself as the greatest place ever. I don't exactly have enough MEHR to come here as much as I want, though. Ich kann mir das Essen hier auch nicht leisten. Sully's glances are becoming too much to bear. My budget's looking tight this month, but for her sake, I had better order something. Ja, du bist auf jeden Fall der bessere Kunde, zumindest in ihren Augen, als der Alfred, der da hinten sitzt und nie was bestellt. Der hat auf jeden Fall erkannt hier, wie er sich bei ihr beliebt macht, der gute Keith. Ich musste gerade seinen Namen wieder spicken. Now, in the meantime, I need to finish up my current book. Fine dining in Crossbell City. Haha, maybe reading it here would give KAUFEN the wrong idea. A Crossbell City Library has a wide selection of books to choose from. Why don't you go check something out? Alter, auch da sind wir Stammgast. Also wir kennen die Library schon sehr gut. Vielleicht solltest du dich da eher mal ein bisschen öfter umschauen. There's been a lot more fuss about that monster attack lately. It's been a while since they showed up here. Honestly, I had started to forget about it. I guess we shouldn't let our guard down yet since they haven't been caught. We probably shouldn't let our guard down until those wolves are caught. Ja, da bin ich deiner Meinung. Deswegen verstehe ich halt die Reaktion von dem Typen im General Store nicht. Also, der da hinterm Tresen steht, von dem Verkäufer. Aber vielleicht präzisiert er seine Gedanken jetzt gleich nochmal ein bisschen. Now then, I suppose it's almost time for me to head home. Where did I put my car key? Now then, I suppose it's almost time for me to head home. Ja, so viel Gepäck hast du ja eigentlich gar nicht mitgebracht. Das heißt, eines der Autos, die da am Eingang des Dorfes stehen, gehören ihm. Müssen wir mal abzählen, wie viel da insgesamt waren. That monster attack has my mom questioning whether we should move here or not. Well, come tomorrow. I bet she have forgotten the entire thing. She's not the type of person to worry about stuff for very long. That monster attack has my mom. Okay, und wie haben sie sich entschieden, gute Frau? A quaint life living in the countryside has always been my dream, but if these monster attacks are a common occurrence, maybe it would be safer to simply stay in Crossbell City. Despite that, this calm, quiet lifestyle is hard to give up. Aha. Okay, also besteht noch ein bisschen Hoffnung für den Kleinen. Aber vielleicht auch nicht langfristig. Ich meine, wenn sie weiß, dass ihr Kind hier auf gar keinen Fall hin will, wäre das nicht ein Kompromiss zu warten, bis der Kleine ein bisschen älter ist? Vielleicht selbstständig und dann die Biege zu machen? Aber der ist auch noch relativ jung, ne? Ach, schwierig. Ich möchte solche Entscheidungen nicht treffen müssen. So, Arias, you're so cool. When are you gonna come visit again? Last time the chickens got out of their coop, he caught them all in like 2 seconds. Man, he's my hero. Okay, um solche Sachen kümmert er sich auch? Ich bin ein bisschen schockiert. I've made up my mind. Someday I'm gonna become a bracer just like Arios. I doubt I'll ever be as cool as him, though. Ich wette, das hat er so im Vorbeigehen einfach mitgemacht. Ich wette, das war keine offizielle Ausschreibung und deswegen ist er hier auch so beliebt. Stefan has been staying at the Ash Tree Inn Entschuldigung, for a while now. I wish he would come play with me sometimes. Oh well, I can always count on my brother to play with me. Stefan. At the Ash Tree Inn. Wer war denn Stefan von denen? Ist das der... Das ist der kleine Junge mit der Mutter, die überlegt, hier hinzuziehen. Camille, Polly, it's time to go home. But we're still playing. Yeah, we're playing. Oh dear. If you left them alone, kids would play until they ran completely out of juice. Well, they always eat their meals and get in their exercise, so I should be happy that they're as healthy and energetic as they are. Würde ich auch sagen. If you left them alone, kids would play, Jews are. Okay, das kennen wir so. Ich habe jetzt gerade irgendwie eine ganz
bescheuerte Reihenfolge des Ablaufens hier an den Tag gelegt. Warte mal. Da unten, genau, da steht er noch. Mit ihm müssen wir noch. Thanks to honest traders like Mr. Hayworth, America Village is able to stay afloat. Most of the village's children inevitably end up living in Crossbell City. At this rate, there will be no one left. I have to do something. If our village wants to survive, we can't keep living in the past, and it's my job to help us start looking forward. Ja, wenn ich irgendwie behilflich sein kann, dann mache ich das gerne. Du weißt ja, wo du Stellenausschreibungen, ich sag mal Stellenausschreibungen, es sind ja keine Stellen, wo du das schwarze Brett findest, wo du uns mit Aufgaben behelligen kannst. Wobei ich gerade rede wie ein Bracer. Eigentlich haben wir gar kein schwarzes Brett. Wir haben doch unser Orbal Network, über das reinkommt. Ach, keine Ahnung. Ich bin immer noch in meiner Bracer-Blase gefangen, so ein bisschen. So, Donald, was geht? When I think of a trader, I think of someone who goes all around Zemuria buying and selling goods. Mr. Hayworth don't work that way, though. He just stays in Crossbell doing all he can to build up that business of his. He's one hell of a hard worker too, that's for sure. These days feels like it ain't easy to find someone who's both a good trader and an honest man. Die halten alle sehr viel von ihm, scheinbar. Mr. Hayworth and I get along well enough. Sometimes ask him about business, trading, that kind of stuff. Traders like him who take the time to earn respect little by little, well, you just plain don't see folk like that too often anymore. Tja, ich weiß nicht. Also entweder ist es wirklich ein cooler Dude oder es wird sich am Ende alles als kleiner Plot-Twist herausstellen, wenn wir sehen, dass er auch anders kann oder so. I don't know. Aber ich schätze mal, wir werden den jetzt eine Weile nicht wiedersehen. Irgendwann, wenn wir den gar nicht mehr auf dem Schirm haben, dann wird er wieder aus der Versenkung auftauchen. This might be certain, but do you folks have any interest in books? Oh, jetzt wird's interesting. Ja, haben wir. Harold gave this to me when he came to restock his inventory. Thing is, I don't read much nowadays. Rather than let the book gather dust, I'm sure it would enjoy the company of those who actually read it. Oh mein Gott, wie einfach man das hätte auslassen können. Hammer. Hammer. Honestly, I wish my grandkid was ready to inherit the store. I'm ready to retire. Unfortunately for me, Jay can't quite understand how store life works. What am I going to do with that boy? Ich weiß nicht. Good grief, having such a slacker for a grandson sure makes things difficult. I just want to be able to retire. Ich verstehe deine Perspektive, aber ich habe da auch ganz arge Bauchschmerzen mit, wenn man jungen Leuten sowas aufs Auge drücken will, obwohl die da gar keinen Bock drauf haben. Since I was recently out of work, Gramps decided to get on my case about me inheriting the generous store. Me inheriting a rundown store like this? You think a real man would pick this shop over going to Crossbear City with a chance of becoming rich and famous? I swear someday I move out to the city and make it big. I guess helping around the store for now isn't the worst thing in the world. It's easy, that's for sure. Ja, aber scheinbar keine langfristige Lösung für dich. Schwierig. Also eigentlich müssten die sich, und damit meine ich beide, sowohl den alten Herrn als auch ihn, aber vor allen Dingen eigentlich den alten Herrn, die müssten sich um eine Nachfolge bemühen, abseits von Jake. Aber der alte Mann, der hat sich so auf den eingeschossen, dass er scheinbar keine anderen Optionen in Erwägung zieht. So, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich bin so ultra unvorteilhaft gelaufen. Ich will jetzt ja einmal nochmal kurz das Schild abchecken. Einfach nur, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Weil das waren ja die beiden Hinweise, die ich bekommen habe. Okay, hier gibt es nichts Neues. Das zielte also wahrscheinlich einerseits auf das Buch und andererseits auf das Rezept ab. Aber jetzt haben wir ja beides. Insofern alles gut. So, mit dir hatten wir schon. Weather's incredible today. Still, I'll have to return to the city eventually. Just going to do a little more fishing first. Me and the branch manager had some plans to go night fishing later. Nee, das ist neu. Das hat er vorhin nicht gesagt. Branch manager Certain is an oddball, that's for sure. You can find the Fisherman's Guild on East Street if you want to say hello. Ja, wir sind bei unseren ersten Besuchen nicht unbedingt mit Aufmerksamkeit gesegnet worden, als wir dort auftauchten. Deswegen, ja, das Hallo sagen könnte auch gerne mal von der anderen Seite kommen.
Derek, who works the Priories, is kinda, well, he's a good guy, but he can be way too serious sometimes. Since he's the chief's son, I guess he feels some sense of responsibility, but he could really stand to loosen up a little. America Village is a quiet place. I think we should take things slowly and live a relaxing life. Ja, das wünschen sich, glaube ich, einige hier, außer die sich zu Tode langweilen, wie der Jake. Und wir hatten mit noch irgendjemandem gesprochen, der das hier ein bisschen oll fand. Aber gut. Ja gut, der kleine Stefan noch, aber den meinte ich nicht, aber der muss da eigentlich auch mit rein. Okay, dann ist das hier das Fahrzeug von Hayworth, weil das hier gehört ja ihmchen, ne? Buses come and go during the day, but they rarely bring city folk with them. Most of the riders are villagers coming home after a day of shopping in the city. It's unbelievably rare to see people from the city visit America Village through the bus service. Bracers, yeah, they stop by on occasion, but almost never any regular city folk. Tja, it's unbelievably rare to see people, bus service. Tja, weiß ich nicht. Ist das nicht aber vielleicht auch Teil des Charmes? Also wenn ihr hier komplett überrannt werden würdet, dann wäre das ja auch nicht so in eurem Sinne, oder? So, warte mal. Ich guck mal erstmal, ob wir hier zu Fuß wieder raus können. Let's ride the bus back to the city. If we check the bus stop, we can see when it will arrive. Okay, das Spiel zwingt einen also jetzt hier mindestens einmal den Bus zu benutzen, was auch okay ist. So, the next bus comes in 30 minutes? Oh man, what a pain in the ass. Wait time. Too long to sit here, too short to go do something else. Was hoping I could grab a drink at the inn, but that won't give me enough time to really enjoy it. Oh, ich fühle das gerade komplett, Randy. You shouldn't be drinking on the job in the first place, Randy. Das kommt auch noch hinzu. Theo? What's up, Theo? Ja, ich habe es ja auch gerade schon angesprochen. Is something wrong? No, I just thought I heard something in the distance. I will try maximizing the sensitivity of my sensor in order to amplify the sound. Please be quiet for a moment. Sure thing. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Prost. I am sorry, everyone. It must have been my imagination. Ich wette nicht, Theo. Ich wette, deine senses haben dich nicht getäuscht. Don't worry about it, Theo. Do you think you could describe the sound to us? Well, though I could not confirm it, I could have sworn I heard howling. Oh, siehst du, jetzt wird's nämlich interessant. Seriously? Do you think it was the monsters we're after? Please do not get your hopes up. I likely misheard it. It could have also been a simple sensor malfunction. Ah, unwahrscheinlich. Glaube ich nicht. What should we do? Search the surrounding area for signs of wolves? Let me think. Theo, what's the range of your sensors? When operating normally, it should be around 50 Celsius. However, at times, certain atmospheric conditions will cause sound to carry for twice that distance. Oh, you damn, that far, eh? It sounds like we won't be able to determine where the sound came from in that case. That's okay. In the meantime, we'll just have to keep our ears open. Wir haben wahrscheinlich so viel von Wölfen gequatscht in letzter Zeit, dass Theo Gespenster hört. Nee, das glaube ich tatsächlich aber nicht. All of you really believe I heard something? Ja. Hä? Siehst du ja in unseren Reaktionen. Aber es scheint sie zu überraschen. You said you heard it, right? Yes, I did say that. Das klingt so ein bisschen, als hätte sie in ihrer Vergangenheit schon häufiger mal erlebt, dass man ihr keinen Glauben schenkt und das irgendwie als Hirngespinst abtut. Würde ich jetzt mal rein interpretieren. But when I am able to hear things that the average person cannot, people typically assume I am lying or that I have an overactive imagination. Genau sowas meinte ich. Maybe, maybe not. But we all know that you're one in a million, Theo Todd. What? It's true, plus why wouldn't we believe you? Sure, we haven't known each other for long, but you've already saved us more times than I can count. I can't think of any reason to ever doubt you. Oh, I apologize everyone, that question was silly of me to ask. Nee, finde ich gar nicht. Please forget about it if possible. Sure, it's really not a big deal.
Oh, you're still here? Ja, bringst du uns ein Getränk to go? Ach nee, das ist Hayworth. Okay, vielleicht nimmt er uns mit seinem Auto mit. Ah, Mr. Hayworth. Were all of you about to head back to the city? Yeah, yes, that's right. Are you doing the same, Mr. Hayworth? Indeed I am. Now that I've picked up some souvenirs for my wife and son, I'm ready to return home. Were all of you planning on taking the bus back? How long of a wait until the next one arrives? Unfortunately, it will be another half hour according to the schedule. If you're waiting for the bus too, you're welcome to stand around and shoot the breeze with us. We'd be happy for the company. Der hat doch ein Auto, Randy. Oh, I appreciate the offer, but there should be just enough room for 5. Jetzt geht's los. Haha, jetzt dürfen wir exklusiv in seiner Karre mitfahren. Can I offer you a ride instead? I'd be happy to drive all of you back to the city. Sehr cool. Können wir da vielleicht ein paar... Es klingt jetzt brutal, wenn ich das sage. Können wir vielleicht ein paar Frösche überfahren? Kriegen wir dafür auch Experience Points? Oh, mega. Also wenn das mal kein Luxus ist. Da sollten wir uns definitiv nicht dran gewöhnen. Oh cool, wir bekommen sogar die Innenansicht zu sehen. Das ist ein sehr merkwürdig aufgebautes Auto. Thank you for the ride back, Mr. Hayworth. My pleasure. I was heading back to the city anyway. Man, you must really be rolling in it to be able to afford your own orbital car. Last I heard, these things were still crazy expensive. I believe a vehicle of this model and manufacturer would cost approximately 800,000 MEHR. 800,000 MEHR, wow, that's pretty impressive. Well, it's an invaluable tool for a trader like myself. I could take the bus, but transit time would end up bottlenecking business, so I decided to bite the bullet and get my own vehicle. I'm sure you had other reasons to buy it aside from business. For example, I bet it lets you get home to your family earlier, right? Ja, mehrere Fliegen mit einer Klappe, würde ich sagen. You caught me. Ah, so there's the real reason. You even got gifts for them and everything. Is this what people call the ideal husband and father? No, that's giving me far too much credit. I often have to go on business trips, so this is just my way of making it up to them for leaving them home alone so often. How old is your son? He turns 5 years old this year. He's not quite at Sunday school age yet, but he's filled with curiosity. His mother certainly has her hands full with his constant questions and endless curiosity. I see. You all sound like a happy family. Haha, yes, we are. Besides, we have to be happy. Weil? Mr. Hayworth? Oh, don't mind me, just thinking aloud. Huh? Look, we should be close to the end of the old road. Old Road Now. Ich wollte gerade Show sagen. Hä, warte, diesen Satz habe ich gerade gar nicht verstanden. Der hat ja auch abrupt abgebrochen. Das klang so ein bisschen nach Zwang. Nach vielleicht von außen auferlegten Zwang. Ich sage euch, irgendwas wird ja kriseln bei denen. One more right turn and then we're practically there. Oh, endlich hört diese Schrift auf, so rumzuwackeln. Also ich meine, ergibt Sinn während der Fahrt, aber ist trotzdem ein bisschen schwierig für die Augen. Die ja bei mir ein bisschen beeinträchtigt sind. What? Okay, hi. Ja, soviel zu dem Thema, dass Tio sich eventuell verhört haben könnte, ne? Ihn hat sie wahrscheinlich gehört, ihn und seine Rudel. Ach, ist auch von Anfang an klar, dass diese Divine Wolves hier nicht eingebracht werden als Thema, nur um kurz danach festzustellen, da ist nichts Wahres dran. Also, das hat man schon kommen sehen, finde ich. Thank you again for driving us all the way back to the city, Mr. Hayworth. Oh, it was nothing. It was on the way, so why not travel in good company? Well, best of luck with your investigation. You've got my full support. We appreciate it, sir. The best way to show your support would be to call on the SSS for any help you may need. Yep, and if possible, let us know before you turn to the guild, yeah? You guys. My word, at least try to be a little subtle about it. What? Someone's gonna do the PR for us, ain't that right, Tio Todd? Indeed, advertising is considered a crucial aspect of all business models. That's true enough.
Ich finde es übrigens mega, dass Theo und Randy sich ja einmal einig sind. Das hatten wir bisher nicht allzu oft. If I'm ever in any trouble, I'll be sure to go straight to you. Also ich fand es auch okay, das so offen auszusprechen. Oh, that reminds me, I have something for you that might come in handy. Then again, as police officers, you might find it unnecessary. Jetzt werde ich mich bestimmt porten können. Es hat gerade kurz gerattert, weil ich mir dachte, irgendeine Hoffnung ist doch daran gekoppelt, wenn ich das lese. Ab jetzt wird das ein bisschen schneller gehen, hoffentlich. A map of the city. It's just a little something I put together last month to help guide tourists around. Feel free to use it if it will help. This will be really nice to have when we're patrolling the city. We'll be sure to put this to good use. We really appreciate all your help, Mr. Hayworth. Think nothing of it. I only wish I had something more to offer. Well then, until we meet again. Good luck, all of you. Der ist schon sehr nett. Ich habe gerade ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich dem vor allen Dingen in der letzten Folge so viel angekreidet habe, aber auch heute wieder. Ich will dran glauben, dass er ein netter Dude ist. So, ich schließe mich den Dorfbewohnern an. It's not every day you run into someone as nice as him. I agree. His skill at being an unrelenting people-pleaser seems to rival even yours, Lloyd. Da würde ich jetzt aber keine Challenge draus machen. Hey. Maybe, but don't forget, the guy is a trader. I bet it takes more than being nice to run a successful business. Well, Mr. Hayworth and his business seem to be prospering, all while still cooperating with local businesses. Most cross-balance traders I know of try to make as much money as possible by trading abroad, so I get the impression that traders like Mr. Hayworth are fairly rare. Good point, never thought of it that way. While he runs an honest business, groups like Ravage are as dirty as they come. That's just how Crossbell is nowadays. Yes, that may be true, but people like Mr. Hayworth show that Crossbell isn't all bad. He gives me hope. Me too, Ellie. Anyway, it's already past noon. How about we head to the next place? Sounds like a good plan. St. Ursula Medical College, right? I believe we should head to the south exit in that case. Right, there should be a bus stop there we can use. From what I hear, they've got buses heading to St. Ursula every 30 minutes. Oh, nice, works for me. Well, what are we waiting for? Let's head on over. Sounds good. St. Ursula, not how I'd planned it, but I'm finally going to see Cecile. Okay, the Crossbear City map can now be opened. While inside the city, press Options to bring up a map of the city. Press Options again for a map of the state. Da ist es. Dieses Menü habe ich so sehr vermisst. Oh, aber die Ansicht, die ist schon schnieke, ne? If you are inside the city, you can use the map as a shortcut to travel around quickly. To fast travel, select an area listed on the left side of the screen. Machen wir. Also nicht direkt zu Beginn, aber irgendwann. Be aware that in some situations fast travel will be unavailable. Das ist klar und das ist auch völlig okay so. So, warte mal, wie ging das nochmal? Einfach hier, ja, über Options. Ich musste gerade aufs Pad gucken. Ich spiele zu viel durcheinander auf zu vielen verschiedenen Plattformen, deswegen ist das manchmal ein bisschen durcheinander. Aha, jetzt ist alles neu. Okay, Leute, wir werden einen neuen Rundgang starten. I discovered this really bizarre antique shop in the back alley a while back. Weird trinkets and baubles lined the walls, and this creepy old lady sized me up suspiciously as I wandered in. Mach dir keine Sorgen, Conte, das macht sie, glaube ich, bei jedem. Wir finden die auch ein bisschen weird. Has that place always been there? Also seit ich ins Spiel eingestiegen bin schon. Ansonsten müsstest du einige ältere Herrschaften fragen, die das wissen. Oh hey, you're from that special something or other. Do your best, okay? You're gonna give every day your all. Thanks, Mimi, we will. She still can't get our name quite right. Das finde ich aber nicht schlimm. My dad's dream is to buy an Orbital car. He looks at magazines to see what new ones are coming out every day. Jeden Tag. Jeden Tag? Oh, fast verschluckt, aber nur fast. Als ob jeden Tag irgendwelche News kommen.
Well, you just dropped off by an orbital car. Ja, haha, kannst mal sehen. To be perfectly honest, I'm jealous. Aber war nicht unsere Karre. I'm pretty sure that particular car was created by the Republic's WERDEN company. And if I remember correctly, it's the most affordable model they currently sell. Man, orbital cars sure are cool. Ja, also ich verstehe seine Faszination dahinter. Ich glaube, in so einer Zeit, wo du mobilitätstechnisch ja nur von diesen Bussen abhängig bist. Und wie er schon gesagt hat, ne, also vorhin, also Mr. Hayworth, auch dieses früher dann zu Hause sein und wenn du dann mal technische Defekte hast, dann musst du nicht irgendwie viel länger warten. Also du bist schon deutlich flexibler mit einer Karre. So, warte mal, erstmal mit dir sprechen, bevor du wieder abhaust. I'm planning to go visit my relatives on West Street today. It's a shame that they don't have the orbital buses running inside the city. I mean, how inconvenient is that? Ja, verstehe ich ein bisschen. Given the size of Crossbear City, wouldn't it be nice if the buses actually ran routes throughout it? Kommt vielleicht noch. Also, ich verstehe Ihren Punkt. Aber wenn du zur West Street willst, die ist in die andere Richtung. Du läufst falsch, aber okay, was weiß schon ich. Puna. If only I had a totally hunky man with his own orbital car, I could have him take me anywhere my heart desired. Ja, if I only had... Ich weiß natürlich nicht, wie die das hier betreiben, also mit Orbital Energy, ne? Deswegen ist es ja ein Orbital Car. Aber wo genau und wie genau lädst du so ein Auto auf? Vielleicht bekommen wir hier noch irgendwann mehr Input dazu, das würde mich nämlich interessieren. Aren't orbital cars like insanely expensive? I know the feeling though. I keep saying I find myself a guy loaded with MEHR, but just saying that won't get me anywhere. Boah, aren't orbital cars like... Boah, ich hasse so Weiber, die immer auf Typen geiern, die Geld haben, so. Wisst ihr, was ich meine? Also ich meine, es ist vielleicht was anderes, wenn man selber auch ein bisschen was mitbringt, so nach dem Motto gleich und gleich gesellt sich gern, wobei ich auch das grenzwertig finde. Aber das sind dann meistens, also so wie ich das aus dem Bekanntenkreis kenne, meistens so richtig faule Weiber. Wisst ihr, was ich meine? So welche, die nie Bock haben, irgendwie selber was auf die Beine zu stellen, einfach nur die Füße hochlegen wollen und den Mann alles machen lassen. Und das finde ich schwierig. Ich glaube, das habe ich noch nie gelesen, oder? This enormous bell was excavated in Crossbear State in S1185. It is estimated to have been forged during the Middle Ages using multiple metal alloys. When struck, it emits a low, pleasant ring. It is theorized that the bell was created by some influential person of the times, but its true purpose remains shrouded in mystery. Ey, voll interessant. Wie habe ich das denn hier übersehen können? Oder habe ich das schon mal ganz am Anfang gelesen und weiß es nur nicht mehr? Did you want a balloon too? Ja, seit Folge 1. Heck, I don't even mind if you aren't tourists. Everyone deserves a balloon. Ja, und jeder kriegt einen, nur ich nicht. Der schenkt mir immer noch keinen. Ich nehme das persönlich, Dude. Ich nehme das echt persönlich. Gut, ihr Lieben, dann werden wir beim nächsten Mal hier mit dem Rundgang wieder starten. Ich werde dann hier die ganzen inneren Gebäude einmal abklappern und dann geht es wahrscheinlich wieder am Uhrzeigersinn weiter. Ich darf nur diesmal diesen unteren Bereich hier nicht vergessen. Oh, ich bin schon wieder falsch abgebogen. Ey, jedes Mal der gleiche Fehler. Egal, ich werde jetzt den Part hier beenden. Ich nehme den nächsten im Anschluss auf, deswegen weiß ich noch, was abgehen wird. Also alles gut. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.